Good morning, then wonderful friends. Guten Morgen, wunderbare Freunde. So, you who are now wrapped together, woven together into love's fabric. Die nun eingehüllt und hineingewebt sind in das Gewand der Liebe. Look what he says. Schau, wie er fortfährt. It's very interesting how he connects with what he just said to what he's now going to say. Es ist sehr interessant, wie er das, was er gerade sagte, mit dem Nächsten verbindet. He says, this will give you access Er sagt, das wird euch Zugang geben to all the riches of God zu allen Reichtümern Gottes, as you experience the revelation of God's great mystery, which is Christ. indem ihr die Offenbarung von Gottes großem Geheimnis erlebt, das ist Christus. You know, here Paul again says, you can have access to something, but you have to experiencing it. Weißt du, hier sagt Paulus erneut, dass du Zugang zu etwas haben kannst, aber du musst es erleben. You know, all of God's riches are here for you. They belong to you. All die Reichtümer Gottes stehen dir bereit. Sie gehören dir. You have a legal right to them. Du hast einen rechtmäßigen Anspruch darauf. But not everybody accesses them. Aber nicht jeder greift auf sie zu. And the sad thing is that we usually blame God for what we don't have. Und das Traurige ist, dass wir normalerweise Gott die Schuld für das geben, was wir nicht haben. I prayed, but God didn't give it to me. Ich habe gebetet, aber Gott hat es mir nicht gegeben. Why doesn't God answer my prayers? Warum reagiert Gott nicht auf meine Gebete? Because God has done what needs to be done. You have to now access. Weil Gott getan hat, was nötig war. Du musst nun darauf zugreifen. So look, if you learn to be comforted by heaven and literally be woven into love's fabric, Wenn du also lernst, dich vom Himmel trösten zu lassen und buchstäblich in den Stoff der Liebe verwoben bist, you are now so intertwined with the reality of heaven bist du nun mit der Realität des Himmels so verflochten, that through this you will access all of God's riches. dass du dadurch auf all die Reichtümer Gottes zugreifen wirst. And of course, it goes together with the revelation of God's great mystery, which is a new covenant, which is Christ. Das geht natürlich Hand in Hand mit Gottes großem Geheimnis, was der neue Bund, also Christus ist. So here, my friend, Also, mein Freund, it doesn't matter where in the Bible you turn to, you can't get away from Christ. es ist egal, wo du die Bibel aufschlägst, du kannst Christus nicht entkommen. See, outside of Christ, you're not going to access all of God's riches Außerhalb von Christus wirst du all die Reichtümer Gottes nicht in Anspruch nehmen. because Christ is the covenant, Isaiah says. Denn Christus ist der Bund, sagt Jesaja. So, you know, when I read this phrase, how the Passion puts it, Wenn ich diesen Satz lese, wie er in der Passion steht, that we have access to all of God's riches through this, dass wir dadurch Zugang zu allen Reichtümern Gottes haben, my heart, my mind instantly goes to Ephesians chapter 3. kommt mein Herz und mein Sinn sofort auf Epheser 3. It basically says the same thing in different words. Dort steht im Grunde das Gleiche, nur in anderen Worten. So look, Schau, me completely being woven into agape love ich komplett in Agape-Liebe eingewebt, gives me the access of all the riches of God. gibt mir Zugang zu all den Reichtümern Gottes. In Ephesians 3, Paul says something really interesting. In Epheser 3 sagt Paulus etwas sehr Interessantes. It's the last verses of the chapter. In den letzten Versen des Kapitels. And he says, oh, that you might really comprehend, really grasp, really experience Er sagt, oh, dass ihr doch wirklich erfassen, wirklich ergreifen und erleben könnt, the depth, the width, the height, and the length of the love of Christ. was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe von Gottes Liebe ist. And then he says that you may have your roots and you be grounded in that love. Und dann sagt er, damit ihr eure Wurzeln in dieser Liebe habt und wirklich in ihr gegründet seid. And you know what he says next? Und weißt du, was er als nächstes sagt? He says, and then you will be filled with all the fullness of God. Dann werdet ihr erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. So here he connects really being connected with God's love with accessing all the riches of God. Hier verbindet er, wirklich in Gottes Liebe verwoben zu sein, um damit auf all die Reichtümer Gottes zuzugreifen. And in Ephesians he connects being completely wrapped into this love, having the fullness of God. Und in Epheser verbindet er, in Gottes Liebe eingehüllt zu sein, damit die ganze Fülle Gottes zu haben. You know, I read a statement just very recently Vor kurzem las ich eine Geschichte, that I've read many years ago, but I
I forgot it, didn't remember it. die ich bereits vor vielen Jahren gelesen hatte, aber wieder vergaß. And now I read it again. Und nun las ich sie erneut. This man who was a Christian, but a very religious Christian, and it's a true story. Es ist eine wahre Geschichte. Der Mann war Christ, aber ein sehr religiöser. You know, he prayed and he just lived a life really pursuing God, but from a religious point of view. Er betete und folgte wirklich Gott, aber von einem religiösen Gesichtspunkt aus. He went to a meeting one day where the speaker said this: Eines Tages ging er zu einer Veranstaltung, wo der Sprecher sagte, You have exactly the life that you want to have. du hast genau das Leben, was du haben möchtest. And the guy got very upset. Und der Mann regte sich sehr darüber auf. The guy thought, oh no, I've been fasting, I've been praying, I've been doing this, the other, so that my life would change. I don't like my life. Er dachte, ich habe gefastet und gebetet und dies und jenes getan, damit sich mein Leben ändert. Ich mag mein Leben nicht. But as he went home and thought about it, this phrase did not leave him. Aber als er zu Hause war und darüber nachdachte, ging ihm dieser Satz nicht mehr aus dem Kopf. And then he realized it's actually true. Dann wurde ihm klar, dass es wirklich wahr ist. So look, Schau, maybe you might say, I don't have the life I like. I would never choose it. vielleicht sagst du, ich habe nicht das Leben, was ich mag. Ich würde es mir niemals aussuchen. I don't believe this is true. Ich glaube nicht, dass das stimmt. No, I don't believe this is true. Nein, ich glaube nicht, dass es stimmt. I believe all of us have the life that we want to have. Ich glaube, wir haben alle das Leben, was wir haben möchten. Look, I'm talking to Christians. Ich spreche von Christen. If God has done everything so that you can experience and access all of the riches of God, Wenn Gott alles getan hat, damit du alle Reichtümer Gottes in Anspruch nehmen und erleben kannst, and you don't experience them, then whose fault is it? und du erlebst sie nicht, wessen Schuld ist das dann? Reinhard, nobody taught me about the new covenant of being a Christian for 20 years. Reinhard, niemand hat mir vom neuen Bund erzählt. Ich bin schon seit 20 Jahren Christ. Well, whose fault is that? Wessen Schuld ist das? You had the Bible, Du hattest die Bibel, you had the Holy Spirit, du hattest den Heiligen Geist, you chose to follow man and listen to man that taught you other stuff. du hast dich entschieden, Menschen zu folgen und zuzuhören, die dir anderes Zeug erzählt haben. Every single Christian in the world has the same Holy Spirit and has the same Bible. Jeder Christ auf der Welt hat denselben Heiligen Geist und hat die gleiche Bibel. They all can make a choice and say, God, I really want to get to know you the way you really are. Sie alle können die Entscheidung treffen und sagen, Gott, ich will dich wirklich so kennenlernen, wie du tatsächlich bist. So think about it. Also überleg mal, God really desires for you to access all of God's riches. Gott wünscht sich wirklich, dass du auf all seine Reichtümer zugreifst. And He wants you to experience the revelation of God's great mystery, which is Christ. Und er möchte, dass du die Offenbarung von seinem großen Geheimnis erlebst, was Christus ist. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. For I don't even remember for how long. Ich erinnere mich nicht mehr seit wann. But when I spent my time in the morning with my Bible and in prayer, Doch wenn ich morgens meine Zeit in der Bibel und im Gebet verbringe, unless I experience Christ, I don't even want to sit down with my Bible and prayer. I don't. aber dabei Christus nicht erleben würde, wollte ich auch nicht mit meiner Bibel dasitzen und beten. See, I never read my Bible for information. I don't do that. Ich lese meine Bibel nie, um Informationen daraus zu gewinnen. Das tue ich nicht. Now listen to this. Jetzt hör dir das an. I don't even read my Bible for revelation. Ich lese meine Bibel nicht mal, um Offenbarung zu erhalten. Isn't that interesting? Interessant, oder? I read my Bible to experience Christ. Ich lese meine Bibel, um Christus zu erleben. So I need to experience Christ. That's the heart of God. Ich muss Christus erleben. Das ist das Herz Gottes. So today you have to decide to really experience Christ. Du musst also heute wirklich Christus erleben wollen. I'll see you tomorrow. Bis morgen.